Clive. Wake up. Gav's back. Der im Stehen gepennt? Oder wie Wolfi auf dem Stuhl. Der muss jetzt sein, Wolfi, sorry. Norvent. One of the Empire's outlying strongholds, though apparently not strong enough to keep out the Royalists. The captured bearers are inside. I'm sure of it. If Benedicta's orders are to stay in the shadows, she won't be traveling with many men. Meaning, she'll be keeping her prisoners together and close by. Including the dominant. So, we find a way into the fortress and conjure a bit of chaos. What about me? Excellent question, Gav. You will wait outside the care and guide those I free to safety. And miss all the fun. Why can't he do that? Clive doesn't have your nose. He'd stumble off a cliff before he even found the men. Come on, Gav. You're the best man for the job. Well, when you put it that way. Suppose I'd better scout ahead for any surprises. Don't you let him down. I won't. All right. Shall we? Not so fast. We wait until tomorrow. But he's right there. And if we leave now, we'll arrive just as the sun comes up. Maybe join the guards in breaking their fast. Come on, Clive. They only just took the place. They'll be there a while yet. We've got one chance at this. You don't want to waste it, do you? No. Ja, es gibt wirklich also Leute, die im Stehen schlafen können. Kefi, wie Luna es sagt, aber ich raff's auch nicht, wie die nicht umfallen. Im Schatten der Nacht. Neue Ware. Im Verlauf der Geschichte werden immer wieder neue Gegenstände in Karens Bütchen sowie neue Schmiedebaupläne im blühenden Amboss verfügbar. Now that's settled. There's someone I want you to meet. At this hour. He's the owner of the tavern. Checken wir erstmal hier den Laden. Getting a decent night's kit. We haven't much, but you're free to look. Oha, das Langschwert. Na gut, brauchen wir jetzt nicht zu kaufen, weil wir ja die DLC-Schwerter haben, ne? Eine Wolfsscherbe gibt uns jetzt 2 Verteidigungen mehr. Ich glaube, dafür gebe ich kein Geld aus. Naja, guck mal, also, dein Startschwert hat, glaube ich, 50 oder 80 Damage Wert. Das Langschwert, das wir jetzt kaufen könnten, hätte 95. Und die DLC-Waffen aus den Vorbestellcodes oder Collectors Edition Codes haben 130. Kauf es, vielleicht gibt es eine Trophy. Dann kann ich es später immer noch kaufen, Wufei. Kannst auf jeden Fall hier alles bereisen. Oh, Armschutz können wir uns gönnen. Das ist doch schon mal ein nettes Upgrade. 10 Defense mehr. Ah, yes. Oha, 40.000 Notenrolle. Fügt dem Orchestrieren und versteckt ein neues Musikstück hinzu. Ja, ist bestimmt wie im FF7 Remake, muss bestimmt alle Musikstücke finden. Könnt ihr mir euch vorstellen. Haben wir Wertitems zu verkaufen? Hier, Wertgegenstand. Here's what we agreed on.
Keep fighting the good fight. War das jetzt automatisch ausgerüstet? Ja. So, ja, wir sind ja jetzt nicht zu Hause. Kielbrück, wo war das? Dann gehen wir mal kurz dem Hinweis nach, dass es eventuell neue Sachen geben könnte bei Karen und dem Schmied. Ja, Redstein hat ja auch was Neues. Ah ja, hier, Arcade-Modus. Wiederhole einen bereits abgeschlossenen Spielabschnitt und erhalte am Ende eine Wertung. Stufe, Ausrüstung und Gegenstände werden jeweilig beschränkt. Spielbar nur mit Action-Fokus. Abschnitt wiederholen. Wiederhole einen bereits abgeschlossenen Spielabschnitt mit deiner jetzigen Stufe. Alle bereits geöffneten Kisten bleiben dabei leer. Ah, man kann dann quasi jetzt schon dann direkt wiederholen, anstatt erst nach dem Durchspielen. Auch eine coole Sache. Coole Sache. Ich könnte jetzt Georg zum Beispiel sagen, oh, Seamog hat einen Boss ohne Damage besiegt, wo er eine Trophy bekam. Was vielleicht bei ihm nicht der Fall war, dann könnte er das jetzt nochmal machen und es auch bei dem Boss einfach machen. Raus aus meinen Gedanken. Yes? What? Bin schon wieder weg. Den Rest der Gedanken will ich nicht sehen. Das ist zu viel mit Knoblauch sicherlich. Ah, aber guck mal, der Laden hat dieselben Sachen. Hier, genau. Hier das Breitschwert. Das hatte 80. Wolfi. Und genau, wir haben mit dem kaiserlichen Soldatenschwert angefangen. 75, genau. So war's. Und die Wolfsschärpe habe ich nicht geholt, ne? Die Armbänder hatte ich geholt, genau. Finished, are you? Da habe ich, glaube ich, eben nicht richtig geguckt. Doch, hatte ich. Bin ein bisschen lost, Entschuldige. Schauen wir beim Schmied vorbei. Well? Oh, sorry, what it be? Na, hier können wir jetzt hingehen, unsere jetzigen Waffen upgraden. Brauchen wir aber nicht. Können wir ein bisschen Material sparen. Aber die Armbänder könnten wir upgraden. Oder sind das herstellbare Gegenstände? Das sind die Armbänder, die wir haben, ne? Ja. Not bad, if I do say so myself. Ah ne, das war herstellen. Ah, verstärken. Ach, jetzt habe ich es unnötig einmal hergestellt. Okay, okay. Hier ist verstärken. Aber gut, ich muss jetzt nicht jedes Item irgendwie direkt verstärken oder so. Ein bisschen sparsam umgehen. Noch geht ja alles gut. So, wir könnten jetzt aber fürs nächste Chapter mal das andere Schwert spielen. Ja, dann gehen wir wieder zurück. Nach Kielbrück. Oi. I've got some light over here.
Ja, hier war der Händler, weil hier hatte ich mich eben die Treppe noch gesehen, wollte mich hier oben noch umgucken. Trotz der alten Rollenspielmanier. Das ist eine Kiste. Bloody cowards! Setting upon us after dark! Hier ist schon mal nix und Sackgasse. Nee. Früher konnte man Häuser plündern, ja. Dafür waren es dann kleinere Gebiete quasi, ne? Uff, ey. Jetzt kannst du halt nicht in Häuser gehen, sondern größer die Gebiete erkunden. Ah, guck mal, hier kann man klettern. Nice. Vor allem Torgal und Sid verfolgen uns die ganze Zeit. Notenrolle. Histoire. Oha. Was ist unter Gegenständen? Ein zerfleddertes Stück Pergament, auf das hastig eine Takte und der Titel Histoire gekritzelt wurden. Die Melodie scheint vertraut, doch der Komponist ist unbekannt. Fügt dem Orchester im Versteck ein neues Musikstück hinzu. Cool. Tapferkeitsmedaille Mitternachtsrabe. Verliehen für das Bezwingen des Mitternachtsraben im Grenzwald, ohne dabei Schaden genommen zu haben. Ey, wenn sowas jetzt bei jedem Boss kommt, den ohne Damage mal zu legen, ja dann gute Nacht, ey. Vor allem, wenn das dann auch Achievement relevant ist. Lieber kleinere, aber dafür Häuser plündern. Wo ist der Charme der Vergangenheit nur geblieben? Du Verbrecher, Buffer. Du bist einfach nur ein Verbrecher. Na, gehen wir mal zur Quest-Location. Weil den Rest haben wir ja schon erkundet. Quentin, my good man. It seems we'll be spending the night. I thought as much. Where do you find that one? What, him? You wouldn't believe me if I told you. Quentin here is an old friend, one who is sympathetic to our cause. Sympathetic. Oh. That he Ufo. knows about your little sanctuary. I would never have guessed so many people were bent on setting us free. When last I checked, the mere thought would earn you a trip to the gallows. I am well aware of the risks, as I am of the rewards. And what could be more rewarding than your very own dominant of fire? A dominant? Here? Now that I would like to see. Meaning you haven't. No, but nothing passes unnoticed in Lost Wing. Take your brand, for example. People will see that at once. And I need hardly tell you how they will greet the inquiries of a bearer. You are afraid your words will fall on deaf ears.
as they have ever since the moment you were marked. Happily, I can provide a solution to your dilemma. As a favor to Sid, that is. Take this. You will find it has the uncanny power to loosen tongues. Du hast den Gehängten von Quentin erhalten. Okay, May was the ist das? mothers guide you. This might be Imperial land, but here in Lost Wing, it's his word that's law. But how? You don't need to worry about that just yet. Trust me. Ja, das ist ein dickeres Everyone in Schwert, Lost genau. Wing knows what that seal Wolfie. means, and what it means if they don't take note. Now we can sit here counting our blessings, or put them to good use and find that dominance. Your choice. Let's see if this thing really works. Was ist denn das Siegel? Wer dieses Siegel trägt, den erkennt man als Verbündeten von Quentin, der grauen Eminenz von Kilbrück. Ah, okay. And that's all you can remember. Ah, Master Quinton took a liking to you, I see. And there I was, thinking you were in bed with Sid. Wonder what Gav will have to say about this. Speaking of whom, if you see him, tell him thanks for looking after us. Now, what can I help you with? I'm searching for a dominant of fire. Gav seems to think he might have taken refuge here. We see a lot bearers around these parts. But I do seem to recall one who commanded the flame. Now, whether or not that makes him a dominant, I can't say. But the Waluders certainly took a keen interest in the poor sod. Did you get a look at him? Didn't have a chance. One of the other bearers might have, though. Thank you. Ah, so eine Minimap wäre auch nicht schlecht gewesen eigentlich. Aber ist nicht schlimm, ist nur Jammern auf hohem Niveau gerade. That a hanged man, I see. Master Quentin must think you're important. It was a good thing you done today, getting rid of those bastards. If you hadn't come when you did, I'd be on my way to Ash by now, Corvus gerne. along with the others. Poor buggers. These others, was there a dominant among them? A dominant of fire? Might have been, yeah. Royalists seem to think there was, anyhow. A thin bloke all swallowed up in his robes like one of great Grieger's churchmen. Do you recall anything else about him? Only that he weren't alone. Was a young maid who went wherever he did, including the church, and wherever the Royalists dragged them both off to before you got here. I see. Thank you. I wonder if Sid's found anything. Sorry, wenn ich nicht alles rede und dann zwischendurch mal tippe. Das ist halt einfach, wenn die Cutscenes zu lang dauern. Oder länger dauern, nicht zu lang. So lang gibt's hier nicht. Ich will so wenig wie möglich dazwischen reinquatschen. Tell me that scowl means you've got good news. Danke, Leute, danke.
A shady lad with a hood and his equally shady lass. Not much to go on, but I've been thinking, if our friend is a dominant, why not just burn the royalists to a crisp? There's a reason he's holding back, and I reckon it has something to do with his partner. What makes you say that? One of the villagers I talked to said the two were separated. If the Waluders have her, our dominants like to think twice before starting any fires. Whoever he is, he's shown himself to have a level head. He's careful, cunning, and he doesn't want to be found. This could spell trouble. For us and the Royalists both. Still, it'll be a whole lot worse if we set off after them with bleary eyes and empty bellies. There should be a pair of pallets waiting for us back at the inn. Shall we? Sprich mit Quinten. Dann tun wir das. Sonst ist hier nichts, ne? Nö. Now, about those beds. Beds? I seem to recall your request being to spend the night. And for that, the floor will more than suffice. Better than a wet rock, I suppose. My thanks, Quinton. Next time you're at the hideaway, our floor's all yours. No need for thanks, Sid. This isn't an act of charity. You don't say. In exchange for my floor, I shall be requiring your services. The Royalists saw fit to erect a barricade across the road south when they occupied the village, and failed to remove it when they left. I expect it to be gone before you leave. As you wish. By the way, ich muss kurz was gucken. Am nächsten Abend. So, für alle, die heute beim Start dabei sind, GG. First time dismantling the barricade? It gets easier, don't worry. I won't. If we leave now, we'll arrive at the care when the shadows are at their deepest. Unless you'd rather wait. No more waiting. The road south then? Unless... I know of another shortcut. You should be so lucky. Kein Problem, ich danke. Begib dich nach Norvent. Genau, das ist nämlich da die Ecke, wo wir uns vorhin das Umschauen erspart haben, weil ich die Vermutung hatte, wir kommen da eh schon vorbei. Geheimnisse der Vinifikation. Manch ein Winzer entfernt die Schalen zwar nach dem Pressen der Trauben, doch belässt man sowohl Schalen als auch Kerne bis zum Keltern in der Maische. Erhält man einen Most, der sich wesentlich besser für eine längere Reifezeit eignet. So entsteht schlussendlich auch ein deutlich raffinierter und höchst eleganter Wein. Nach ausreichender Maischestandzeit und anschließendem Keltern wird der Most in Holzfässern aus Eiche oder Kastanie gelagert, deren Geschmacksstoffe dem Wein zusätzliche Aromen sowie eine tiefgründige Textur verleihen und zudem für weniger Säure im Wein sorgen. Wisst ihr Bescheid? Torgel! Kann man den streicheln? Oh, wie süß! Nochmal! After it. Oh, der macht ja mal was anderes. You like that, don't you? Wieso bist du verwirrt, Georg? Das hatte ich ja schon gemacht, Wolf in Diablo, weiß ich. Fetch. Oha! Streichel Torgel 5-mal. Na gut, haben wir das auch erledigt, anscheinend. Nothing down here but dust and cobwebs. Unless you're here to help me get rid of them. Ah, verstehe, Georg, okay.
Ja, da ist Wufei weg und wir können mal hier in ein Gebäude rein. Hat er was verpasst, der Wufei. Die Hymnen der Gwigor. Und so versammelte Gwigor ihre 72 Götter des Lichts und kündete jeden von ihren heiligen Boten, welche sie hinunter in die Welt zu entsenden gedachte. Denn dort herrschten unsagbare Zwietracht und unendliches Leid, worüber sie bittere Tränen vergoss. Frohlocket, sprach sie, denn meine Boten, die mit mir sind und Teil von mir, sollen sein wie Brot für die Hungernden und Wasser für die Durstenden und sollen nicht bringen, wo sonst nur Dunkelheit herrscht. Weep not, my children, for hope is not yet lost. Hier kommt gleich Lilith, ich sag's euch. Faith in your hearts, and the goddess Striga will not forsake. Doch, ich werde später schlafen, Luna, aber dir auf jeden Fall eine sehr schöne, gute, angenehme Nacht. Danke fürs dabei sein, ne? Und schlaf gut, ne? Fühl dich gedrückt. Bis moin. Come back to me, my darling. The road here cuts through Lorbert's Pass to Care Norvent. You're not Danke, Luna. thinking of heading that way, are you? So, weiter geht's. If the royalists were looking to take the care that Care had costed Norvent. centuries to prevent any unwelcome surprises, at least I would have. Dankeschön, Mephi. You should know. Was sagen unsere Skill Points eigentlich? Auch noch ein bisschen. Finished! Give them all you've got, boy! Stay down! You know what to do, boy. What are the royalists thinking? Why take a stronghold they've no chance of holding? When they've no intention of holding it. The king is up to something. The king? Well, you don't think they're acting on a whim, do you? This is one of His Majesty's cunning stunts. Danke, Wolf. He set his Ebenfalls. best to execute it. So, da geht's weiter. Ich hatte schon gesehen, da geht die Karte aber in so eine Ecke. Und lässt die Blut. Boah, Kiste. Meteorstein. Geil. Just as our lady said. Not this time. Boah, die Blitze sahen wieder geil aus von Sidolphus. A.k.a. Sid.
Norvent. Hard nut to crack, even when it isn't crawling with royalists. I don't care who else is in. Give them all you've got, boys. Much as I enjoy battering down the front door, I hazard this endeavour will require a bit more tact. There's an old sluice that empties under the bridge. It should see us through to the lower levels of the care. Sid. We both know why I'm here. But what is it that you want? Why would you risk your life for a handful of outcasts? If anyone ever learned what you've been doing with their property... They'd have my head in a box. But this isn't just about dominance and bearers, it's about all of us. What I want is to build a place where it doesn't matter what you are, but who you are. But our world isn't ready for a place like that. So, until it is, I use the power I've been given to show people there is hope. So, tell me about this Benedicta. The best and worst decision I ever made. Don't underestimate her, Clive. A fight with her icon is not one you're likely to walk away from. Garuda. Warden of the Wind. Hey. Kann es sein, dass wir gleich da landen, wo wir in der zweiten Demo waren? Das sieht schwer danach aus.